Dies ist die Geschichte vom schwierigen Lebensweg eines Mädchens namens Jeanette Maples. Es handelt sich nicht nur um eine Erzählung über ein Verbrechen oder einen einzelnen Vorfall, sondern um die Chronik eines tiefgreifenden systemischen Problems, das von Generation zu Generation weitergegeben wurde. All diese Ereignisse hätten dutzende Male verhindert werden können, aber soziale Institutionen, das Umfeld und sogar nahestehende Menschen zogen es aus irgendeinem Grund vor, nichts zu bemerken. Trotz ihrer extrem schwierigen Lebensumstände bewahrte Jeanette eine erstaunliche innere Reinheit, schrieb Gedichte und träumte von einer besseren Zukunft. Um zu verstehen, warum diese Geschichte genau so endete, muss man ein Jahrzehnt zurückgehen und verfolgen, wie sich die Persönlichkeit ihrer Mutter Angela entwickelte und auch verstehen, welche fatalen Fehler die Jugendfürsorge begangen hat, indem sie das Kind in Bedingungen zurückließ, die offiziell als unzumutbar für das Leben anerkannt sind. Die Wurzeln dieser Tragödie liegen in der Vergangenheit von Angelas Mutter, einer Frau namens Nancy Fossey. Angela wurde am 2. Oktober 1968 in Sacramento, Kalifornien, geboren. Von ihrem ersten Atemzug an gab es in ihrem Leben keine Harmonie. Nancy war zu diesem Zeitpunkt erst 18 Jahre alt und Angela war ihr drittes Kind. Die junge Frau hatte bereits 2 Kinder aus früheren Beziehungen mit verschiedenen Männern und mit 22 Jahren brachte sie 2 weitere Söhne zur Welt. Der Vater von Angela und den jüngeren Jungen war ein Mann namens Jerry. Er war die Verkörperung des puren Bösen. Jerry gehörte einer Biker-Gang an, war mit extrem gefährlichen Kriminellen befreundet und hatte einen so furchterregenden Ruf, dass die Leute aus Angst ihre Augen abwandten, wenn er vorbeiging. Diese Angst gab ihm Macht und das Gefühl völliger Straffreiheit. Paradoxerweise galt Jerry dennoch als Frauenheld. Er hatte viele Frauen und führte ein Doppelleben, manchmal sogar ein Dreifachleben. Bezeichnend ist die Tatsache, dass Jerry, während Nancy mit Angela schwanger war, eine feste Geliebte namens Rebecca hatte. Sie wurde fast zur gleichen Zeit von ihm schwanger. 2 Frauen trugen die Kinder desselben Mannes aus, brachten sie fast gleichzeitig zur Welt, ahnten aber nichts voneinander. Jerry war ein pathologischer Sadist und machte Nancy das Leben zur Hölle. Er schlug sie täglich und selbst ihre Schwangerschaft hielt ihn nicht davon ab. Im Jahr 1973, als Angela 5 Jahre alt wurde, fand Nancy die Kraft, mit ihren 5 Kindern zu fliehen und reichte die Scheidung ein. Es schien, als würde sich ihr Leben wieder normalisieren. Sie spürte den Geschmack der Freiheit und begann sogar, sich zu verabreden. Aber für einen Psychopathen wie Jerry war das eine persönliche Beleidigung. Er konnte sein Eigentum nicht loslassen und begann, Nancy zu verfolgen und ihr mit Gewalt zu drohen. Eines Abends ging das Mädchen zu einem Date und kehrte nicht nach Hause zurück. Ihr Leben endete unter äußerst grausamen Umständen am Straßenrand der River Road in Redding. Experten zählten Dutzende von Messerstichen an ihrem Körper. Dies deutete auf eine persönliche Abneigung des Angreifers hin. Obwohl Jerry in privaten Gesprächen seine Beteiligung kaum verbarg, berücksichtigte die Untersuchung dies nicht und schrieb das Verbrechen unbekannten Personen zu. Der Fall Nancy bleibt bis heute offiziell ungelöst. Der Tod ihrer Mutter war für die Kinder eine Katastrophe, aber was danach folgte, war noch schlimmer. Das Sorgerecht für die Kinder wurde Jerry übertragen und er holte sofort seine geliebte Rebecca ins Haus. Die Familie zog in ein winziges Haus mit 2 Schlafzimmern. Es ist schwer vorstellbar, wie 2 Erwachsene und 8 Kinder dort Platz fanden. Jerry war der leibliche Vater von 5 der Kinder. Der Mann führte im Haus ein Konzentrationslagerregime ein. Nancy's Kinder wurden sofort zu Ausgestoßenen. Es war ihnen strengstens verboten, den Namen ihrer Mutter auszusprechen. Sie wurde quasi aus der Geschichte getilgt. Die jüngeren Kinder, denen die Erinnerung an die Vergangenheit genommen worden war, begannen mit der Zeit, Rebecca als Mutter zu bezeichnen. Auch das Mädchen musste viel einstecken. Jerry setzte körperliche Gewalt ein, um die Kinder einzuschüchtern. Er fügte Rebecca vor ihren Augen Schaden zu. Sie erinnern sich, dass sich einer der schrecklichsten Vorfälle in der Garage ereignete. Dort überschritt Jerry alle Grenzen der Menschlichkeit. Er bedrohte Rebecca auf grausamste Weise und war bereit, mit Hilfe von brennbaren Substanzen etwas Unwiderrufliches zu tun. Nur das zufällige Eingreifen eines Kindes verhinderte eine Tragödie.
Im Haus herrschte ein Kult der Stille. Den Kindern war es verboten, zu lachen, laut zu sprechen, zu rennen oder Fragen zu stellen. Jede Äußerung kindlicher Unbefangenheit wurde grausam bestraft. Hunger war eine weitere Erziehungsmethode. Den Kindern war es verboten, sich ohne Erlaubnis dem Kühlschrank zu nähern. Einmal stahl einer der Brüder eine Karotte, und Jerry bemerkte dies. Seine Wut war unvorstellbar. Der Junge hatte nicht einmal Zeit, die Karotte zu essen. Jerry nahm sie ihm weg und warf sie weg. Ein anderes Mal lachte eines der Kinder am Esstisch. Der Vater benutzte schwere Bauwerkzeuge als Strafe. Das Kind benötigte medizinische Hilfe, da es nicht mehr auf seine Umgebung reagierte, aber niemand unternahm etwas. Angela wuchs in einer Atmosphäre des totalen Schreckens auf. Später erzählten ihre Brüder, dass ihr Vater sie nicht nur misshandelte, sondern auch ein ungesundes Interesse an ihr zeigte. Mit 16 Jahren brach Angela die Schule ab und lief mit einem Mitarbeiter eines Wanderzirkus von zu Hause weg. Sie entschied sich für ein Leben auf der Straße und illegale Substanzen, nur um nicht bei ihrem Vater bleiben zu müssen. 4 Jahre lang lebte Angela als Obdachlose und führte ein Leben am Rande der Gesellschaft. Mit 20 Jahren kehrte sie nach Sacramento zurück und begann eine Beziehung mit einem Mann namens Anthony Maples. Es war eine Verbindung zweier zutiefst abhängiger Menschen. Keiner von ihnen arbeitete. Ihr einziges Ziel war die nächste Dosis. Sie lebten in Schmutz und unter völlig unhygienischen Bedingungen. In diesem Chaos wurden Kinder geboren. Zuerst 2 Söhne, Anthony Jr. und Brandon, und im Jahr 1996 kam Jeanette zur Welt. Die Elternschaft veränderte Angela und Anthony nicht. Die Kinder waren für sie eine Last. Die Säuglinge konnten tagelang in schmutzigen Windeln liegen. Sie wurden weder gefüttert noch gewaschen. Schließlich wurden Nachbarn und Sozialdienste auf die Familie aufmerksam. Im Jahr 1997, als Jeanette gerade ein Jahr alt war, stürmte die Polizei das Haus. Angela und Anthony wurden wegen Vergehen im Zusammenhang mit illegalen Substanzen verhaftet. Und hier beging das staatliche System seinen ersten Fehler. Die Kinder wurden in die vorübergehende Obhut ihres Großvaters gegeben. Desselben Jerry, der Angelas Psyche zerstört hatte. Der Mann nahm seine Enkelkinder nicht aus Liebe auf, sondern wegen der Geldzahlungen. Angela war dagegen, dass die Kinder bei ihrem Großvater lebten, aber nicht, weil sie sich um sie sorgte, sondern weil sie ihrem Großvater eins auswischen und ihm seine Sozialleistungen entziehen wollte. Jerry wollte keine unnötigen Probleme und gab seine Enkelkinder in die staatliche Obhut. Für Jeanette war das eine Rettung. Von 2 bis 6 Jahren lebte sie in einer Pflegefamilie, wo man sich gut um sie kümmerte. Im Jahr 2001 kam Angela frei und begann, ihre elterlichen Rechte vor Gericht wiederherzustellen. Der Richter fragte die Kinder gemäß dem Verfahren, was sie wollten. Die älteren Söhne, Anthony Jr. und Brandon, erinnerten sich noch gut an das Leben mit ihrer leiblichen Mutter, sagten daher entschieden Nein und zogen es vor, in der Pflegefamilie zu bleiben. Die 6-jährige Jeanette hingegen erinnerte sich nicht an den Albtraum ihrer Kindheit und sagte daher zum Richter: Ich möchte zu meiner Mama. Das Gericht ignorierte das Alarmsignal, die Ablehnung der älteren Kinder, und gab dem Wunsch des Mädchens statt. Jeanette wurde zu ihrer leiblichen Mutter zurückgebracht. Kurz nach der Wiedervereinigung brachte Angela eine weitere Tochter zur Welt, die sie Paishan nannte. Der Name ihres Vaters ist unbekannt. Im Jahr 2002 heiratete Angela einen Mann namens Richard McAnulty. Er arbeitete als Fernfahrer. Das Paar bekam einen Sohn, den sie Richard Jr. nannten. Im Jahr 2005 zog die große Familie von Kalifornien nach Eugene im Bundesstaat Oregon. Genau hier, hinter den verschlossenen Türen eines unscheinbaren Hauses, begann Angela, sich in ihren Vater zu verwandeln. Aber all ihren Hass und ihre Aggression richtete sie nur gegen ihre älteste Tochter Jeanette. Zunächst waren es nur Strenge und Strafen, aber sehr schnell eskalierte die Situation zu Sadismus. Angela hängte ein Schloss an Jeanettes Schlafzimmertür und sperrte sie dort für viele Stunden ein. Dann brachte sie Schlösser an allen Badezimmertüren im Haus an. Diese durften nur mit der Erlaubnis der Mutter benutzt werden, aber diese zu bekommen, war äußerst schwierig. Oft verweigerte Angela dies nur zum Spaß. Dies führte zu demütigenden Situationen, für die das Mädchen erneut bestraft wurde. Die jüngeren Kinder erhielten Liebe, Fürsorge und Geschenke,
während Jeanette selbst das Nötigste vorenthalten wurde. Darüber hinaus verbot Angela den jüngeren Kindern, mit ihrer älteren Schwester zu sprechen und überzeugte sie davon, dass Jeanette böse und verdorben sei. Allmählich verschlechterte sich die Situation. Man begann, das Mädchen beim Essen und Trinken zu beschränken. Wenn die Familie sich zum Abendessen hinsetzte, musste Jeanette daneben stehen und nur zusehen. Alles, was sie bekam, war ein Stück Brot und ein paar Essensreste. Als Strafe für ihre Klagen über Hunger zwang man sie, Lebensmittel zu essen, die starke innere Verbrennungen verursachten. Alle Küchenschränke und der Kühlschrank wurden verschlossen, aber das Schlimmste war der vollständige Entzug von Wasser. Angela drehte die Wasserhähne zu und entfernte die Griffe von allen Wasserhähnen im Haus. Jeanette lebte in einem Zustand kritischer Dehydrierung und versuchte, jede verfügbare Wasserquelle im Haus zu finden, bis hin zu den unhygienischsten. Infolgedessen verlor sie rapide an Gewicht und sah ungesund aus. Jeanette besuchte die Mittelschule. Sie trug immer die gleichen Kleider: schmutzige, zerrissene Jogginghosen und ein riesiges gelbes T-Shirt, das wie ein Sack an ihr hing. Das Mädchen roch unangenehm, weil ihr zu Hause verboten wurde, sich zu waschen. Einige Kinder lachten sie aus, aber sie achtete nicht darauf. Trotz der Umstände versuchte Jeanette, eine normale Schülerin zu sein. Sie las gerne, schrieb Gedichte und Prosa und träumte davon, Köchin, Bibliothekarin oder Dichterin zu werden. Die Schule wurde für das Mädchen zum einzigen sicheren Ort. Sie meldete sich für alle möglichen Clubs und Kurse an und blieb bis zur Schließung in der Bibliothek, nur um den Moment der Rückkehr nach Hause hinauszuzögern. Ihre Klassenkameraden sahen, wie hungrig sie war, und teilten oft heimlich ihr Mittagessen mit ihr. Die Schulköchin Michelle Malins bemerkte die Situation. Das Herz der Frau brach, als sie Jeanette sah. Michelle begann, das Mädchen kostenlos mit warmen Mahlzeiten zu versorgen. Eines Tages bat sie Jeanette, ihr zu zeigen, was sie von zu Hause mitbekommen hatte. Das Mädchen öffnete ihre Lunchbox. Darin lagen ein kleiner trockener Cracker und eine dünne Scheibe Käse. Das war ihre gesamte Tagesration. Angela erfuhr davon und geriet in Wut. Sie verbot Jeanette, in der Schule Essen anzunehmen. Seitdem lehnte das Mädchen jede Hilfe ab, weil es Angst vor dem Zorn seiner Mutter hatte. Als Jeanette sich einmal vor dem Sportunterricht umzog, bemerkte ihre Freundin Amber, dass fast ihr ganzer Körper mit blauen Flecken und Schürfwunden übersät war. Noch am selben Tag erzählte das Mädchen ihren Eltern davon, die sich mit der Schule in Verbindung setzten, und schließlich wurde ein Anruf beim Kinderschutzdienst getätigt. Die Sozialarbeiter vereinbarten einen Termin für einen Besuch. Jeanette war fest entschlossen, alles zu erzählen, was zu Hause mit ihr geschah. Sie hatte sogar eine Liste erstellt, um nichts zu vergessen, und glaubte, dass man ihr helfen würde. Aber das Mädchen wusste nicht, dass auch ihre Mutter sich auf den Besuch vorbereitet hatte. Sie hatte im Voraus alle Schlösser von den Türen, Schränken und dem Kühlschrank entfernt und verschiedene Gerichte zubereitet. Sobald der Sozialarbeiter die Schwelle des Hauses der Familie McAnulty überschritt, sah er Sauberkeit und Ordnung, gepflegte und satte jüngere Kinder. Und nur Jeanette stach vor diesem Hintergrund hervor. Angela behauptete, ihre Tochter sei eine pathologische Lügnerin. Sie suche nur Aufmerksamkeit und erfinde Geschichten, weil sie auf die jüngeren Kinder eifersüchtig sei. Außerdem behauptete sie, Jeanette sei sehr dünn, weil sie sich weigere zu essen, um Mitleid bei ihren Mitmenschen zu erregen. Der Sozialarbeiter sprach nicht einmal mit dem Mädchen. Er glaubte der Mutter und schloss den Fall mit dem Vermerk, Jeanette sei ein problematischer Teenager. Angela erkannte, dass die Schule eine Gefahr für ihre Geheimnisse darstellte und nahm ihrer Tochter sofort die Unterlagen weg, um sie zu Hause unterrichten zu lassen. Von diesem Moment an verschwand Jeanette aus der Außenwelt. Was in den folgenden 2 Jahren in diesem Haus geschah, lässt sich nur schwer in Worte fassen. Jeanette war völlig isoliert und das Verhalten ihrer Mutter nahm einen systematischen und beängstigenden Charakter an. Angela schuf zu Hause eine Atmosphäre, in der jeglicher Ausdruck von Willenskraft unterdrückt wurde. Sie setzte gegen ihre Tochter ein ganzes Arsenal an Gegenständen ein, von Ledergürteln bis hin zu Metallstangen. Die Mutter bestand darauf, dass ihre Tochter keinerlei Schutz in Form von Kleidung trug, um die Wirkung ihrer Handlungen zu maximieren. Die Umgebung im Zimmer zeugte von regelmäßigen und extrem schweren Vorfällen.
Angela wandte erschöpfende Disziplinierungsmethoden an und verlangte von ihrer Tochter, lange Zeit in statischen, körperlich anstrengenden Positionen zu verharren. Das Mädchen wurde gezwungen, viele Stunden lang eine bestimmte Körperhaltung einzunehmen, oft mit zusätzlicher Belastung in den Händen. Der kleinste Verlust des Gleichgewichts oder körperliche Schwäche waren Anlass für sofortige und äußerst grausame Bestrafungen. Alle Möbel wurden aus Jeanettes Zimmer entfernt. Sie wurde sogar ihres Bettes beraubt. Man gab ihr nur ein Stück Pappe, und das auch nur, um den Bodenbelag sauber zu halten, den die Mutter mehr schätzte als das Leben ihrer Tochter. Dann begann Angela, Werkzeuge zu benutzen. Sie benutzte eine Zange, um Verletzungen am Kiefer und an der Haut zu verursachen. Die Frau ging so weit, dass sie versuchte, die Spuren früherer Misshandlungen mit scharfen Gegenständen chirurgisch zu verbergen und setzte die offenen Wunden dann aggressiven Chemikalien aus. Außerdem zwang Angela die jüngeren Kinder, sich an der moralischen und hygienischen Erniedrigung von Jeanette zu beteiligen, indem sie dazu die Ausscheidungen von Haustieren benutzte. Mit 15 Jahren war Jeanette zu einem lebenden Gespenst geworden. Ihr Gesicht war durch die ständigen körperlichen Misshandlungen entstellt. Richard, Jeanettes Stiefvater, wusste über alles Bescheid, was Angela tat, aber er hat sie nie davon abgehalten. Er fürchtete den Zorn seiner Frau mehr als sein schlechtes Gewissen. Deshalb tat er jeden Abend, wenn er von der Arbeit nach Hause kam, so, als würde er nichts bemerken, setzte sich auf das Sofa im Wohnzimmer und sah schweigend fern, ohne auf die Schreie seiner Stieftochter zu achten. Im Sommer 2009 erlitt Richard während eines Fluges einen Herzinfarkt. Er musste sich einer schweren Operation unterziehen und konnte eine Zeit lang nicht arbeiten. Die Familie musste in ein anderes Haus umziehen, es gab ernsthafte finanzielle Probleme und Angela wurde noch grausamer gegenüber Jeanette. Sie ließ ihre ganze Wut an ihr aus. Richards Mutter Lynn besuchte ihren Sohn manchmal und sah, wie sehr sich Jeanette verändert hatte. Sie versuchte, mit Angela zu sprechen, aber diese warf sie sofort aus dem Haus und verbot ihr, sich dem Haus zu nähern. Lynn gab nicht auf. Sie rief das Sozialamt an und teilte ihre Vermutungen mit. Die Sozialarbeiter kamen erneut zur Kontrolle, aber diesmal ließ Angela sie nicht herein und behauptete, Jeanette sei nicht zu Hause. Die jüngere Tochter Paishon spielte draußen auf der Straße und die Sozialarbeiter beschlossen, sie zu fragen, wie ihre Eltern zu Jeanette standen. Das Mädchen antwortete, alles ist in Ordnung, niemand tut ihr weh. Paishon log, weil ihre Mutter sie eingeschüchtert hatte. Sie hatte Angst, dass man sie genauso behandeln würde wie ihre ältere Schwester. Für die Sozialarbeiter war das ausreichend. Sie gingen und schlossen den Fall ab. Nur wenige Tage später war Jeanette nicht mehr da. Das war am 5. Dezember 2009. An diesem Tag war Angela in einem Zustand unkontrollierbarer Wut und entschied, dass normale Gürtel und Stöcke nicht ausreichten. Sie holte einen dicken Ast von der Straße, der zum Werkzeug des schrecklichsten Verbrechens wurde. Die Verletzungen an den Gliedmaßen erreichten eine kritische Tiefe, aber fatal war die Einwirkung auf den Hinterkopf. Angela fügte eine Reihe von penetrierenden Verletzungen zu, die zu einer Schädigung des Gehirns führten. Die letzten 4 Tage ihres Lebens verbrachte Jeanette in einem Zustand tiefer neurologischer Schockzustände und Desorientierung. Sie konnte keinen Kontakt mehr zur Außenwelt aufnehmen und zeigte nur noch Anzeichen schwerer Qualen. Richard betrat Jeanettes Zimmer und sah, in welchem Zustand sie sich befand, unternahm jedoch nichts. Am Morgen des 9. Dezembers kam Angela herein, um nach ihrer Tochter zu sehen, die jedoch bereits keine Lebenszeichen mehr von sich gab. Die Frau ging zu ihrem Mann und sagte in gleichgültigem Ton, »Ich glaube, ich habe es mit diesem Zweig übertrieben.« Auf Anweisung von Angela legte Richard Jeanette in die Badewanne, um sie wieder zu sich zu bringen, aber das half nichts. Angela wurde nervös und sagte, sie müsse sich ablenken, deshalb würde sie zu McDonald's fahren, um etwas zu essen. In der Zwischenzeit sollten die Kinder das Zimmer ihrer Schwester reinigen, damit keine Spuren zurückblieben. Während seine Frau weg war, rief Richard seine Mutter an und erzählte ihr alles. Er weinte und konnte sich nicht beruhigen. Lynn sagte, er solle sofort den Rettungsdienst anrufen oder sie würde es selbst tun. Richard sammelte lange seine Gedanken und erst um 20 Uhr fasste er den Mut, die Notrufnummer zu wählen und brachte Jeanette dann ins Wohnzimmer. Angela kam gerade nach Hause, als die Polizei und der Krankenwagen eintrafen. Sie begann Theater zu spielen und schrie, »Rettet mein kleines Mädchen!«
Angela sagte, dass Jeanette sich mit ihrem jüngeren Bruder gestritten habe. Er habe sie gestoßen und sie sei versehentlich die Treppe hinuntergefallen. Nach einigen Stunden sei ihr schlecht geworden und sie habe das Bewusstsein verloren. Richard schwieg die ganze Zeit. Als die Polizei und die Sanitäter das Haus betraten, waren sie schockiert über das, was sie sahen. Erfahrene Kriminalbeamte sagten, sie hätten so etwas noch nie gesehen. In Jeanettes Zimmer hoben sie den Teppichboden an und stellten fest, dass er vollständig mit Blut getränkt war, ebenso wie die Holzbretter darunter. Die Polizei fand ein ganzes Arsenal an Werkzeugen, mit denen Angela ihre Tochter bestraft hatte. Auf allen Gegenständen wurde Jeanettes DNA gefunden. Das Mädchen wurde ins Krankenhaus gebracht, konnte aber nicht wiederbelebt werden. Die Leiche wurde zur gerichtsmedizinischen Untersuchung übergeben. Die Pathologen waren verwirrt. Das Mädchen wog 22 Kilogramm, was für ein 6-jähriges Kind normal ist. Sie hatte weder Fettpolster noch Muskeln. Der Körper wies zahlreiche Verletzungen mit deutlichen Infektionen auf. Die Pathologen konnten nicht verstehen, warum das Herz des Mädchens stehen geblieben war. Normalerweise gibt es einen bestimmten Grund, aber im Fall von Jeanette gab es mehrere. Ein kritischer Zustand des Körpers, eine Infektion, Probleme mit dem Atmungssystem und schwere Verletzungen im Kopfbereich. Die Experten kamen zu dem Schluss, dass das Mädchen aufgrund lang anhaltender, vorsätzlicher und grausamer Misshandlung gestorben war. Bei den Verhören versuchte der 40-jährige Richard zunächst, die Schuld auf sich zu nehmen. Das war der Plan, den er und Angela ausgeheckt hatten. Richard hatte ein schwaches Herz und sie hofften, dass das Gericht ihm gegenüber Nachsicht walten lassen würde. Unter dem Druck der Beweise brach er jedoch zusammen und verriet seine Frau. Die 41-jährige Angela log während der Verhöre dreist. Sie behauptete, dass sie ihre Tochter nur gelegentlich geschlagen habe und alle Verletzungen darauf zurückzuführen seien, dass Jeanette angeblich von der Treppe gefallen sei. Die übermäßige Magerkeit erklärte sie damit, dass sich das Mädchen die Lippe aufgeschlagen habe und diese während des Heilungsprozesses verdreht gewesen sei. Das Mädchen konnte nicht essen. Die Polizei glaubte natürlich kein einziges Wort. Der Prozess begann. Um der Todesstrafe zu entgehen, bekannte sich Richard im April 2011 schuldig. Er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, mit der Möglichkeit, nach 25 Jahren einen Antrag auf vorzeitige Entlassung zu stellen. Angela beschloss, bis zum Ende zu gehen. Der Staatsanwalt forderte für sie die Höchststrafe. Die 13-jährige Patience wurde zur Hauptzeugin. Das Mädchen zeigte unglaublichen Mut. Vor den Geschworenen stehend und ihrer Mutter in die Augen schauend, erzählte sie alles im Detail. Vom Karton, vom Hundekot und vom letzten Vorfall mit dem Ast. Die Geschworenen weinten. Die Menschen im Saal konnten ihre Emotionen nicht zurückhalten, während Angela auf der Anklagebank saß und grinste. Das Urteil war hart. Angela wurde zum Tode verurteilt. Sie war die zweite Frau in der Geschichte Oregons, die die höchste Strafe erhielt. Im Jahr 2019 wurde das Urteil jedoch nach einer Berufung in lebenslange Haft ohne Bewährungsmöglichkeit umgewandelt. Es wurde nachgewiesen, dass ihre Anwälte inkompetent gearbeitet hatten. Angela wird niemals freikommen. Es scheint, als hätte die Gerechtigkeit gesiegt, aber diese Geschichte hat noch eine weitere bittere Wendung. Nach dem Tod von Jeanette tauchte plötzlich ihr Vater Anthony Maples auf. Er hatte sich nie für das Leben seiner Tochter interessiert und war nicht einmal bei der Beerdigung gewesen, aber nun beschloss er, noch einmal Geld mit ihr zu verdienen. Er engagierte einen guten Anwalt und reichte eine Klage gegen den Bundesstaat Oregon wegen Fahrlässigkeit der Sozialbehörden ein, die den Tod des Kindes zugelassen hatten. Anthony gewann den Prozess und der Staat zahlte ihm $1,5 Millionen Entschädigung. Alle wussten, dass er für Jeanette ein Fremder war. Man verurteilte ihn für diese zynische Handlung und überredete ihn, das Geld für wohltätige Zwecke zu spenden, um Kindern in ähnlichen Situationen zu helfen oder einen Wohltätigkeitsfonds im Namen von Jeanette zu gründen. Aber Anthony lehnte ab. Seinen Worten zufolge habe Angela alles getan, um seine Verbindung zu seiner Tochter zu unterbrechen, und er habe nicht gewusst, wo er sie suchen sollte. Das klingt jedoch nicht überzeugend, denn niemand hinderte ihn daran, sich an ein Gericht zu wenden, um den Aufenthaltsort von Jeanette festzustellen. Er tat dies jedoch erst, nachdem sie gestorben war. In dieser Geschichte gab es zu viele Erwachsene, die Jeanette im Stich gelassen haben.
Sowohl ihre engsten Angehörigen, ihre Mutter, ihren Stiefvater und ihren Vater, als auch Sozialarbeiter, die ihre Arbeit nicht machen wollten und die Augen vor offensichtlichen Tatsachen verschlossen. Trotz der Umstände, unter denen das Mädchen lebte, blieb sie ein fröhlicher Mensch, hoffte auf Besseres und schrieb Gedichte darüber. Bei der Trauerfeier wurde eines ihrer Gedichte vorgelesen, das in einem Notizbuch gefunden worden war. Darin schrieb sie, dass sie sich Flügel wünschen würde, um nach Hawaii, Frankreich und Portugal zu fliegen. Außerdem würde sie gerne in den Himmel fliegen, um die Engel und ihre Großmutter Nancy zu besuchen. Am Ende schrieb das Mädchen: Ich würde meine Flügel benutzen, um nach Hause zu fliegen. Janet Maples wurden ihre Flügel auf der Erde gestutzt. Sie war erst 15 Jahre alt, aber jetzt kann ihr niemand mehr wehtun. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.